Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Gnocchi-Topf mit süß-saurer Soße, Pilzen und Paprika. Dafür als erstes 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, fein reiben und in eine Schüssel geben. Außerdem ein kleines Stückchen Ingwer ebenfalls schälen und dazu reiben. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten für die Soße dazu. 100 Gramm Zucker, 100 Milliliter Orangensaft, 75 Milliliter Apfelessig, ca. 50 Milliliter Sojasauce, zum Schluss noch 2 bis 3 Esslöffel Ketchup dazugeben, anschließend alle Zutaten mit einem Schneebesen verrühren und die Soße bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Gemüse. Eine große Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden. Dann habe ich hier 3 Paprikaschoten, eine gelbe, eine grüne und eine rote. Waschen, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Und zum Schluss noch braune Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Sobald das Öl heiß ist, kommt das vorbereitete Gemüse in die Pfanne. Für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten, dabei gelegentlich wenden bzw. umrühren und dann würzen wir das Ganze, je einen Teelöffel Currypulver sowie süßes Paprikapulver dazugeben, außerdem eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer, einmal gut umrühren und danach kommen auch schon die restlichen Zutaten mit in die Pfanne. 800 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal, außerdem die vorbereitete Soße dazu gießen, Gnocchi und Soße unter das Gemüse rühren, einmal aufkochen lassen und jetzt nur noch ein paar Minuten köcheln lassen, so lange bis die Gnocchi gar sind. Alternativ könntet ihr hier natürlich auch Spätzle oder Schupfnudeln aus dem Kühlregal dazugeben, den Gnocchi-Topf anschließend vom Herd ziehen, mit gehackter Petersilie garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.